Moin, schön, dass ihr da seid. Wir sind Steffen und Franzi. Wir renovieren dieses wunderschöne Altbau, kann man noch nicht sagen, dieses wunderschöne Backstein-Ziegelhaus und machen es zu unserem Smart Home. Das erste, was ich euch jetzt zeigen will, ist mein Shelly Wall Display. Und hier kommt alles zusammen, was in diesem Haus passiert. Zeigt aktuell unser Smart Home, unsere PV-Anlage, unseren Stromverbrauch. Das Schöne ist, ich habe hier noch Hardware-Tasten drauf. Ich drücke jetzt nicht drauf, sonst geht im ganzen Haus das Licht aus. Die Rollläden fahren runter und nach einer gewissen Zeit schließt sich automatisch die Tür ab. Weiter geht's im Flur. Wir haben hier jede Menge Smart Home. Wir haben den Heizgasverteiler, da steckt ein Lampendimmer drin von KNX MDT. Da steckt Heizungsaktor drin. Wir haben einen Präsenzmelder. Daneben unsere Überwachungskamera im Flur. Der Präsenzmelder ist echt Gold wert. Wir haben eine Helligkeitserkennung, also Konstantlichtregelung in dem Gerät drin und können abhängig, je nachdem wie hell es in diesem Raum ist, die Lampen dazu steuern oder eben nicht. Ansonsten haben wir hier noch unseren Luftfeuchtigkeits- und Temperaturfühler für den Flur, weil wir haben im ganzen Haus eine sogenannte Deckenheizung verbaut und mussten damit eben auf die Sensorik in der Decke für die Luftfeuchtigkeit und Temperatur verzichten. Wir gehen weiter in die Küche. Hier kommen wir dann gleich zur ersten schönen Besonderheit. KNX Wandtaster MDT. Wir haben hier die Lichter drauf. Ich habe mich angewöhnt, im ganzen Haus bei den Tastern ohne Display die Lichtfarben draufzulegen. Das heißt, ich habe die Lampen im Haus alle auf gelb gelegt. Das heißt, alle gelben Lampen an den Tastern bedeuten irgendein Licht. Damit finden sich auch Besucher besser zurecht. Mit Rollladen ist dann blau und so weiter. Und auch besonders ist der Taster unten rechts. Hier ist unsere Spülmaschine draufgelegt. Das heißt nicht, die Spülmaschine ist gerade aus. Das ist der Spülmaschinen-Ready-Modus. Wenn die PV-Anlage genug Strom produziert, bzw. der Akku im Keller voll genug ist, dann schaltet er automatisch die Spülmaschine an. Wenn ich eben hier auf Ready schalte und dann blinkt der grün und dann weiß die Intelligenz im Hintergrund, dass die Spülmaschine loslegen darf, sobald genug Strom da ist. Wenn man in einer Küche vergisst, die Hauptstromleitung reinzulegen, dann ist das kein Problem, da bohrt man ein Loch, dann legt man ein Kabel rein und dann schließt man es an. Wenn man aber wiederum die Decke abgehängt hat, hat die Decke fertig verputzt und ist komplett fertig mit dem Raum und merkt dann, man hat die Hauptstromleitung für den Raum vergessen reinzulegen, wird das Ganze etwas abenteuerlicher. Darf ich vorstellen, das ist das Resultat. Da ist die Dose dahinter, da hatten wir mit Kleiderbügel und Endoskopkamera das Kabel aus dem Flur in die Küche geschoben und angeschlossen. Und als Resultat, wir sehen, wir haben Strom und Licht in der Küche, es hat alles funktioniert. Aber an alle Hausherren, checkt 4, 5 oder am besten 10 Mal von verschiedenen Leuten, ob alle Kabel und alle Leitungen in dem Raum sind, bevor ihr die Wände zumacht und die Decken schließt. Gerade bei der Sanierung passiert das, glaube ich, viel schneller als bei einem Neubau, weil da hat man einen Plan, aber im Sanieren haben wir nicht oft einen Plan, sondern auf dem Weg entscheiden wir halt, wie es funktioniert und wie es werden soll und welcher Taster wohin kommt, auf welche Höhe und wo die Steckdose im Raum hinkommt. Beispiel ist hier mit dem MDT-Wandtaster, wir hatten hier erst ein Panel hängen, brauchen wir nicht, kann man wegnehmen, nehme ich in den nächsten Raum. Aber ansonsten habe ich das Problem, wenn ich jetzt von Anfang an gleich alle Taster kaufe, wie es mit diversen Förderungen passiert, dass ich dann eben für die Küche hier meinen Display-Taster habe mit 8 Kanälen. Und was soll ich ja mit den 8 Kanälen, wenn ich 2 Lampen habe? So, kommen wir zu dem Prachtstück in diesem Erdgeschoss. Wir haben unser Gästebad komplett schalterlos modernisiert. Wir bedrücken keinen Schalter, das Licht geht automatisch an, dimmt hoch. Und wir haben ein Gästebad ohne einen Schalter, ohne einen Thermometer an der Wand. Gesteuert wird das Ganze mit dem Präsenzmelder von MDT an der Decke. Nachts ist noch eine Besonderheit, dass der Spiegel dann nicht angeht. Dann ist nur von oben und das eben mit der LED 24 Volt ganz angenehm dann, so dass man eben nicht wieder wach wird, wenn man aufs Klo geht. Was uns auch wichtig war, dass wir an unserer Spülarmatur keine Wasserflecken immer wieder wegmachen müssen. Deswegen haben wir uns für einen kontaktlosen Wasserhahn entschieden, der direkt mitbekommt, wenn die Hand drunter ist. Ja, dann gehen wir weiter in die schöne Stube.
Alles schön gebündelt in dem MDT Display-Cluster. Und was haben wir hier? Wir haben das Licht in der Stube, Patch-Funktion, sollte jeder kennen. Genial, wenn man Besuch hat. Mach's Licht mal an. Wo denn? Einfach so. Und haben dann eben hier das Licht in der Stube, das wir schalten können. Wir haben den Esstisch und wir haben das Licht in der Voliere, eine besondere UV-Lampe für die Graupapageien, damit die auch, wenn sie tagsüber da drin sind, genug Licht bekommen. Wir haben die Rollladensteuerung, wie soll anders sein, auf einem Taster für die Hebeschiebetür und den Esstisch. Und wir haben die Sehnen, die besonders spannend sind, weil wir hier einmal eine haben für sicheres Lüften. Da fahren dann alle Rollläden auf die 85% geschlossen Status, wo dann eben nur noch die schönen Schlitze offen sind, dass Luft durch kann. Wir können aber die Fenster aufmachen, ohne dass ein Vogel rausfliegen kann und bekommen den Raum sicher und schnell stoßgelüftet. Dann haben wir außerdem alle Rollläden wieder hoch, will man vielleicht auch mal manchmal haben. Ansonsten fahren morgens, wenn man in den Raum reinkommt oder in den Flur reinkommt, durch den Präsenzmelder im Flur, die Rollläden mit einem Mal hoch. Und ich muss auch keine Rollläden morgens mehr hochmachen, wenn ich wach bin. Dann haben wir den sogenannten Betty-Modus auf dem Taster drauf. Im Betty-Modus wird das ganze Haus abgedunkelt, abgedimmt. Die Tür schließt sich zu, das Haus stellt sich auf Nachtmodus ein, die Heizung regelt sich runter. Und die Lichter dimmen eben auf eine angenehme Helligkeit, sodass wir die 2 Graupapageien, die wir hier haben, ganz entspannt ins Bett bringen können. Ja, sie haben ein eigenes Bett, sie schlafen in ihrem eigenen Abteil, damit der Weg dahin eben dunkel ist und abgedunkelt und sie nicht wieder wach werden und dann doch nicht ins Bett gehen wollen, wenn wir angekommen sind, haben wir den sogenannten Betty-Modus. Weiter geht's hier mit dem E-Paper. Das Schöne hier dran ist, das ist ein E-Paper mit einem ESP und über Home Assistant im Hintergrund aktiv. Und es zeigt mir halt so meine wichtigsten Daten an, wie das Wetter heute wird, welcher Tag überhaupt ist. Unsere Brauchwassertemperatur für alle, die jetzt schnell duschen gehen oder eben nicht gehen wollen, weil es zu kalt ist. Dann hier meine To-Dos, die ich mir aus Home Assistant hier drauf synke. Die Energie, die Temperaturen und Luftqualität hier in der Stube. Dafür hilft mir mein Air Gradient, den ich hier zusammen gebastelt habe. Luftqualitätssensor, CO2, PM 2.5, VOC, Humidity, Temperatur. Für mich die einfachste Lösung, das erstmal hier reinzubringen. Es gibt auch die Möglichkeit, wieder über Präsenzmelder zu gehen. Aber durch die Deckenheizung, die wir hier im ganzen Haus verbaut haben, haben wir sehr wenig Konvektion und dadurch haben wir wenig Luftbewegung. Wir haben im ganzen Haus Deckenheizungen verbaut auf Lehmbasis. Hallo Maja. Und wie die funktionieren, will ich euch kurz mal zeigen und erklären. Die Platten sehen im Querschnitt so aus. Das heißt, hier ist ein Wasserrohr drin. Und dieses Wasserrohr schlängelt sich dann durch die ganze Platte. Vergleichen kann man die mit solchen Rigipsplatten. Von oben hat diese Platte eine Lehmschicht. Die Lehmschicht kann beliebig dann gefärbt werden mit offenen, diffusionsoffenen Farben. Oder man lässt sie einfach im Weiß, wie wir es hier an Decke und Wänden haben. Wir haben aber nicht nur eine Deckenheizung im ganzen Haus eingeführt, wir haben auch manche Räume gedämmt. Da haben wir eine Lehmplatte genommen, wie auch sonst. Aber wir haben eine Holzweichfaserplatte mit Lehm. Das ist der Hersteller, der bietet das im Komplettpaket an. Und mit dem System der Deckenheizung haben wir eine Strahlungswärme. Könnt ihr euch so vorstellen, ihr liegt am Fenster oder in der Sonne und werdet einfach durch die Sonne warm. Und genau so wirkt diese Strahlungswärme von der Deckenheizung. Man hat keinen heißen Kopf, man hat keine kalten Füße, man hat eben die Wärme gleichmäßig im Raum verteilt und man hat keine Konvektion mehr. Das heißt, bei einer normalen Heizung steigt die Luft auf, dreht sich im Raum durch, nimmt allen Staub mit, alle Pollen, die sie so greifen kann, und die hat man dann in der Nase. Und da ich mit Allergie gesegnet bin, haben wir uns dann eben für die Deckenheizung entschieden. Der andere Vorteil, den wir jetzt demnächst im Sommer wieder merken, ist, wir können mit der Deckenheizung ganz angenehm kühlen. Es ist unbeschreiblich, weil wie wenn du eine Wärmelampe von oben hast, kommt die Kälte runter. Und das ist der große Vorteil von eben Deckenkühlung. Eins wollte ich euch noch zeigen, was wir hier anders gemacht haben. Wir haben die ganzen Unterputzdosen nicht versteckt und zugeputzt. Und wie im Flur haben wir hier eine kleine Lego-Platte draufgesetzt. Hier hinter versteckt sich einfach nur ein KNX-Kabel. Wenn wir irgendwann draußen etwas mehr an Einrichtung, Licht,
Rollläden steuern wollen, kann hier irgendein Taster rein. Hier nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an alle Bauherren, wenn ihr Unterputzdosen setzt, vollkommen egal welche, achtet auf die Orientierung im Raum. Ansonsten wird es lustig. Wir haben es beim Präsenzmelder gesehen, der ist jetzt schräg, weil die Unterputzdose schräg drin war. Ich habe im ganzen Haus nicht darauf geachtet, wie die Dosen drin sind. Es wird nochmal spannend, wenn ich einen Präsenzmelder hier reinsetze und dann entsprechend die Ecken in die richtigen Ecken ziehen will. Aber das ist ein Problem für morgen. Ich wollte euch hier das hier zeigen. Das ist unser Schaltschrank. Und da das auf Papier so zweidimensional aussieht, gehen wir jetzt einmal in 3D und gehen in den Keller damit. So, hier sind wir jetzt vor unserem Hauptanschlusskasten. Wir haben hier einen Aktor drin, weil wir haben hier im Erdgeschoss ganz viel dezentral aufgebaut. Da sind in den ganzen Heizkreisverteilern die ganzen Aktoren mit dabei fürs Licht, für die Rollläden. Da wollte ich nicht mit jedem einzelnen Kabel vom Rollladen bis in den Keller. Das ist auch wieder so ein Punkt, wenn man saniert, ist das wesentlich aus meiner Sicht anders, als wenn du jetzt neu baust, weil dann hast du die dicken Kabelkanäle, du hast den Platz, du hast die Löcher in der Decke, in der Wand und weißt genau, da ist mein Hauptanschlusskasten und da kommen mal 200 Aktoren rein. Und hier sind eben bei uns jeder Aktor in einem eigenen Kasten und Hauptsache da liegt ein grünes Kabel und dann geht auch alles. Ja, was haben wir hier? Wir haben die Wärmepumpe, zeigen wir gleich gerne noch. Wir haben einen intelligenten Zähler und wir haben die ganzen Räume oben, teilweise sogar mit typischer Beschriftung. Und wir haben einen 16-fach KNX-Aktor. Die Beleuchtungen werden darüber geschaltet und wir schalten die gesamte Intelligenz der Wärmepumpe hiermit, dass wir eben die Zirkulationspumpe anschalten, wenn sie benötigt wird. Ansonsten läuft die den ganzen Tag durch. Wie gerade eben vorne beim Hauptstromkasten alle Stromleitungen zusammenkommen, bin ich hier gerade im Herzen des Hauses, wenn man es so sieht. Hier kommen alle LAN-Kabel zusammen. Das ist hier der ehemalige Tankraum. Wir hatten hier vorher eine Ölheizung verbaut. Die ist rausgekommen zur Sanierung. Eine Wärmepumpe hat das Ganze übernommen. Deswegen hier auch die großen Powerbanks von Solar Edge. Wurde von Nordic Energy verbaut. Super Arbeit. Shoutout hier. Mit Wechselrichter und dem Hausgateway und eben hier meiner IT-Infrastruktur. Guckt es euch nicht so genau an. Das ist ein Provisorium, das sage ich seit gefühlt 2 Jahren. Ich würde sagen, ich zeige euch als nächstes die Wärmepumpe, weil viel mehr gibt es hier nicht zu sehen. Hier sind wir jetzt bei der Wärmepumpe im Aufstellraum. Hier sieht man das schöne, gute Stück. Das Ganze wird nicht mehr über die Wärmepumpenintelligenz an sich gesteuert, sondern das habe ich ein bisschen abgelöst mit einem eigenen Modul, was es da für den Hersteller gibt, mit welchem ich dann eben über Home Assistant die Wärmepumpe steuern kann. Vorteil von dem Ganzen ist, dass wir die Wärmepumpe nicht mehr dann laufen lassen, wenn die Wärmepumpe glaubt, dass sie laufen soll, sondern eben über die ganzen MDT oder die ganzen Temperaturfühler im Haus definieren, welche Temperatur wir im Haus wollen, wie viel Grad es ist, wie viel Heizbedarf das Haus an sich überhaupt gerade hat. Und dann wird die Intelligenz im Hintergrund in Form von Home Assistant die Wärmepumpe anschalten und wird ihr entsprechende Temperaturen vorgeben, sodass wir immer angenehm das Haus warm haben, ohne viel Energie zu verbrauchen, ohne den Kompressor der Wärmepumpe übermäßig zu belasten. Die Wärmepumpenbesitzer kennen das Spiel, wenn die Wärmepumpe nicht richtig abgestimmt ist, beziehungsweise dass sich ihr Bedarf regelmäßig ändert, dann taktet diese Wärmepumpe, das heißt der Kompressor geht an und wieder aus und das in kurzen Abständen und damit vermeide ich das und vermeide eben so, dass die Wärmepumpe nur 2-3 Jahre hält, sondern ein langes Leben vor sich hat. Die neue Wärmepumpe mit 9 kW Peakleistung, das heißt wir haben 9 kW, die über den Wärmetauscher, diese Wärmepumpenlogik erzeugt werden können und dann nochmal 3 kW Heizstab unten im Gerät drin. Hier haben wir als Vorkehrung für später einmal die Kabel aus dem Off, die dann den Garten smart machen werden dürfen. Auch so ein Tipp an alle Hausherren, die gerade eine Kernbohrung machen und Kabel für die Wärmepumpe nach draußen legen. Legt euch einfach noch ein paar dicke Kabel mit dazu, weil ihr habt ein Loch in der Hauswand, das wird abgedichtet, das wird zugemacht, aber später könnt ihr die Gartenbeleuchtung
über dieses wunderschöne Kabel dann bewerkstelligen und müssen nicht mal weiter ein neues Loch bohren. Ja, ich würde sagen, gucken wir uns die PV-Anlage von oben nochmal an. Da will ich vorstellen, unsere PV-Anlage 11 kW Peak, die funktioniert ganz gut, auch im Winter. Schnee haben wir da nicht viel drauf. Sobald die PV-Panels genutzt werden oder angestrahlt werden, werden sie warm. Schnee schmilzt, fließt runter. Was sind die zukünftigen Pläne in unserem Smart Home? Die Frage ist schwierig. Ja, jetzt auch mit den Kindern. Keine Ahnung, was da noch kommen wird. Es gibt ganz bestimmt Projekte. Aber welche es werden? Ich weiß nur, dass wir sie mit dem Voltus machen.